Die Produktionsfirma hinter Solo Leveling plant, das Universum der Serie mit neuen Projekten zu erweitern. Die Türen für Prequels, Sequels und Spin-offs stehen somit offen und sollen daher nicht nur limitiert werden auf weitere Romanreihen, sondern auch andere Medien genutzt werden. Und was das alles für uns bedeutet, dazu später mehr. Fangen wir an mit dem Sequel. Ein bemerkenswertes Vorhaben ist die bereits veröffentlichte Fortsetzung Solo Leveling Ragnarok, die die Geschichte nach den Ereignissen des Originals fortsetzt. Entschuldigt die Aussprache, aber in dem Werk steht im Mittelpunkt Sang Soo-ho, der Sohn von Sang Jin-woo, der die Kräfte seines Vaters geerbt hat. Obwohl seine Fähigkeiten und Erinnerungen in der Kindheit versiegelt wurden, um ihm ein normales Leben zu ermöglichen, wird er während seines 3. Studienjahres erneut in die Welt der Jäger hineingezogen, als sich die Tore wieder öffnen und seine Eltern spurlos verschwinden. Er wird vom System als Spieler ausgewählt und muss sich nun neuen Herausforderungen stellen. Dieses Sequel wird von Dao geschrieben, der eng mit dem ursprünglichen Autor Chang-hong zusammenarbeitet und dessen Unterstützung für die Fortsetzung erhalten hat. Die Webtoon-Adaption von Solo Leveling Ragnarok startete am 1. August 2024 auf Kakao Page. Illustriert wird das Ganze erneut von Reader Studio vom Zeichner Jin. Diese Entwicklungen zeigen das anhaltende Engagement der Firma, das Solo-Leveling-Universum zu erweitern und den Fans neue Geschichten und Charaktere zu präsentieren. Wir können gespannt sein, welche weiteren Produkte in Zukunft angekündigt werden, wie sich die Geschichte von Sang Jin-woo und anderen Charakteren entwickeln wird. Einen kleinen Schockmoment gab es ebenfalls, als eine spontane Pause angekündigt wurde im Dezember, da der neue Autor in einem Autounfall verwickelt war. Schwerwiegende Verletzungen erlitt er keine und seit einigen Tagen geht es auch wieder wie gewohnt weiter, hoffentlich ohne weitere Verzögerung. Kakao Entertainment hat zudem bestätigt, dass die Live-Action-Adaption von Solo Leveling weiter in der Entwicklung ist, obwohl seit der Ankündigung im Oktober 2023 wenige Informationen veröffentlicht wurden. Befindet sich das Projekt aktuell in der Planungs- und Drehbuchphase. Das Medienunternehmen betont, dass die Adaption nicht eingestellt wurde und die hauseigene Medienabteilung für das Skript verantwortlich sich zeichnet. Diese Entwicklung unterstreicht das Bestreben von ihnen, neue Zielgruppen abseits von Anime-Fans zu erreichen und das Solo Leveling-Universum weiterhin stärker auszubauen. Angesichts des Erfolgs des Webtoons und der Anime-Adaption sind die Erwartungen an die Live-Action-Serie entsprechend hoch, obwohl derzeitig keine Details zu Besetzung oder Premiere-Terminen bekannt sind. Es ist zudem auch unbekannt, ob es wirklich eine Serie sein wird oder ein Theaterstück. Vor einiger Zeit wurde auch eine Videospieladaption veröffentlicht. Das von Netmarble entwickelte Action-Rollenspiel basiert auf dem beliebten Webtoon und ermöglicht es den Spielern, in Jin-woos Rolle zu schlüpfen, um dynamische Kämpfe zu erleben und individuelle Kampftaktiken zu entwickeln. Besonders hervorgehoben wird die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Jägern zu verbünden und eine eigene Armee der Schatten zu beschwören, was dem Spiel eine strategische Tiefe verleiht. Fans sind begeistert und loben insbesondere die treue Umsetzung der Originalgeschichte sowie die hochwertigen Grafiken und dynamischen Kämpfe. Netmarble ruht sich jedoch nicht auf diesen Lorbeeren aus und plant kontinuierlich neue Inhalte zu veröffentlichen, um die Spielerfahrung zu erweitern. Im Dezember 2024 wurde das Update angekündigt, das einen den ikonischen Handlungssträngen aus der Originalserie endlich ins Spiel integriert. Dieses Update führte einen mächtigen neuen Boss ein, sowie exklusiven Loot. Die Kombination aus packender Story, strategischem Gameplay und kontinuierlichen Updates sorgt dafür, dass die Spieler langfristig motiviert bleiben. Und die bisherigen Erfolge lassen auf eine vielversprechende Zukunft für die Videospieladaption Arise schließen. Bisher wurde das Free-to-Play-Spiel bereits 50 Millionen Mal weltweit heruntergeladen. Wer also dem Ganzen eine Chance geben möchte, kann gerne mal reinschauen. Sei aber gewarnt, dass es ein typisches Gacha-Spiel mit Cosmetics und Lootboxen ist und dementsprechend grindlastig ist. Die Steam-Variante soll im Verlauf des Jahres erscheinen. Der spieleigene Launcher ist bereits in Deutschland erhältlich, sowie die Varianten für iOS und Android. Interessanter ist jedoch folgendes Thema für mich. Laut aktuellen Berichten gibt es Gerüchte, dass der Solo-Leveling-Anime insgesamt 6 Staffeln kriegen soll. Diese langfristige Planung deutet ganz klar darauf hin, dass der gesamte Manhwa adaptiert werden wird. Sehr wahrscheinlich weiterhin über das japanische Produktionsstudio AI Pictures. Diese Gerüchte lassen hoffen, dass wir noch viele Jahre neuen Content rund um die beliebte Serie erleben dürfen. Die Nachricht von 6 geplanten Staffeln zeigt, wie ernst die Verantwortlichen die Serie nehmen und wie groß das Potenzial für Solo-Leveling in der Anime-Welt ist. Dank des immensen Erfolges im Westen gehört auch die Serie bereits jetzt schon zu den Top 5 der beliebtesten Serien auf Crunchyroll. Verwunderlich ist dieses Gerücht also keineswegs, aber dennoch beruhigend, dass langfristig die Produktion vorausgeplant ist und wir somit kaum Verzögerungen erleben sollten. Mit diesen vielen geplanten Projekten und dem anhaltenden Erfolg des Animes wird es wohl auch die kommenden Jahre genügend neues Futter für Anime-Fans geben. Doch bei der Popularität ist nicht alles rosig. Erfahre in diesem Video mehr darüber, welche Kontroverse es zum Solo-Leveling-Anime gab.